Bilder aus dem sächsischen Zwönitz. Die Polizei stoppt vor 5 Wochen eine unangemeldete Anti-Corona-Demo. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, dokumentiert von einem rechten Filmteam. Die braune Propaganda von angeblicher Polizeigewalt treibt danach hunderte Protestler auf die Straße. Mit dabei altbekannte Chemnitzer Rechtsextremisten. Warum filmen Sie uns denn? Weil das ein bekannter Treffpunkt von Neonazis ist. Ich sehe ja keine. Die Chemnitzer Szene ist im Osten berüchtigt. Inzwischen bekommt sie sogar tatkräftige Unterstützung aus dem Westen. Warum sind Sie denn nach Chemnitz gezogen? Chemnitz ist ein Knotenpunkt der extremen Rechten, wo man natürlich versucht, rechte Kader auch heranzuziehen. Wutbürger und Nazis, vereint im Kampf gegen die Corona-Maßnahmen. Zwönitz, knapp 2 Wochen nach den Krawallszenen. Mal wieder wird an der Legende von der bösen Polizei und einem repressiven Staat gestrickt. Dass mehrere Beamte bei den Protesten von renitenten Bürgern angegriffen und verletzt wurden, darüber wird heute kein Wort verloren. Die Redner kommen aus dem nahegelegenen Chemnitz. Der Jurist Martin Kohlmann war früher mal bei den Republikanern. Heute sitzt er für die neue rechte Partei Freie Sachsen im Chemnitzer Stadtrat. Er wird schon länger als bekannter Neonazi vom Verfassungsschutz beobachtet. Das ist keine legitime Regierung, das ist keine legitime Polizei mit ihrem verstümmelten Sachsenwappen auf dem Arm und das ist keine legitime Staatsgewalt. Kohlmanns Freie Sachsen wollen den Sexit, also den Austritt des Freistaats aus der Bundesrepublik. Wie wichtig ist dieses Corona-Thema für die Freien Sachsen? Das ist natürlich ein wichtiger Aufhänger, weil man daran sieht, dass hier eben Grundlegendes falsch läuft. Und man kann gut die Frage stellen, die wir gerne stellen, was ist das Problem hinter dem Problem? Also wie kann es sein, dass ein Staat seine Bürger so drangsalieren kann? Und da kann man dann sehr gut argumentieren, dass das eben auch ein Problem dieses BRD-Zentralstaates ist, den wir in dieser Form ablehnen. Die Partei, die sich gerne bürgernah gibt und angeblich für mehr Freiheitsrechte einsetzt, ist für den Verfassungsschutz schlichtweg eine gefährliche rechte Sammlungsbewegung. Das legt auch ein Blick auf das Führungspersonal nahe. Die Freien Sachsen sind im Februar 2021 gegründet worden, überwiegend oder fast ausschließlich von Rechtsextremisten aus der NPD oder aus der Partei Pro Chemnitz. Der gesamte Vorstand besteht aus Rechtsextremisten. In Chemnitz hat die Partei ihr Hauptquartier. Hier führt Gründer Kohlmann eine Anwaltskanzlei. Sie gilt als Knotenpunkt des braunen Netzwerkes. In der Vergangenheit verteidigte Kohlmann unter anderem die rechtsterroristische Gruppe Freital, die Sprengstoffanschläge auf Asylunterkünfte verübte. Auch Michael Natke war mal Nazi. Der Aussteiger berät heute Behörden im Umgang mit Rassismus. Was das Besondere an Kohlmann ist, dass sich sämtliche Neonazi-Szenen der Region immer wieder um ihn herum gesammelt haben. Man sieht es jetzt aktuell auch bei den Freien Sachsen, wo praktisch NPD-Kader aus dem Erzgebirge mit Kohlmann zusammenarbeiten, um eine neue politische Gruppe wieder auf den Weg zu bringen. Und das zieht sich durch die Jahre. Kohlmann hat immer wieder Verbindungen zu verschiedensten Neonazi-Kreisen und hält sozusagen den Laden so ein bisschen am Laufen. Mittlerweile sind die rechten Hausbewohner auf uns aufmerksam geworden. Es wird zurückgefilmt. Warum fotografieren Sie uns denn? Darf ich mal fragen? Warum filmen Sie mich denn? Darf ich da fragen? Wir filmen das Haus. Ja, und warum? Ach, Sie sind der Herr Kohlmann. Warum filmen Sie denn das Haus? Weil das ein bekannter Treffpunkt für Neonazis ist. Sind Sie es, Herr Kohlmann? An der Haustür interessiert sich ein weiterer Herr für unsere Arbeit. Warum fotografieren Sie uns denn? Warum filmen Sie uns denn? Will ich Sie auch fragen. Wer sind Sie denn? Was geht Sie an? Ja, weil Sie in einem Haus hier sind, das ein bekannter Treffpunkt von Neonazis ist. Ich sehe ja keine. Sie sind kein Neonazi?
Aber Sie sind der anderes. Sie sind der anderes. Und Sie sind? Der Walden von Spiegel TV. Robert Andres ist übrigens Kassenwart der Freien Sachsen. Außerdem soll er bei der Organisation des Neonazi-Kampfsportturniers TIVAZ eingebunden sein. Das Event findet regelmäßig hochkonspirativ statt und dient der Vernetzung der rechten Szene. Was machen Sie denn hier so in dem Haus? Arbeiten und Sie? Was gehört denn so zu Ihrer Arbeit? Wen interessiert das? Uns zum Beispiel, die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit. Macht man nicht gewöhnlich für Anfragen vorher, für Interviews vorher eine Anfrage? Sie sind doch jetzt einfach hier rausgekommen. Sie sind doch einfach hier. Immobilien wie der Kanzleisitz von Kohlmann sind unverzichtbare Rückzugsorte für die Neonazis. Was ganz wichtig ist, ist, dass dieses Haus 2018, als diese rassistischen Demonstrationen in Chemnitz stattgefunden haben, sozusagen der Dreh- und Angelpunkt war. Hier wurde organisiert, hier wurden die Transparente gelagert, von hier ist man losgegangen. Es ist halt mitten in der Innenstadt. Die Stadt wurde vor 3 Jahren republikweit zum Synonym für einen braunen Sumpf. Tausende gingen damals auf die Straße, nachdem ein syrischer Flüchtling auf einem Volksfest einen jungen Mann erstochen hatte, Daniel H. Es kam zu Jagdszenen, Rechte griffen Migranten an. Spiegel TV wurde damals zufällig auch Zeuge dieser Szene. Ganz selbstverständlich begrüßten sich 2 Neonazis mit ausgestreckter rechter Hand, dem Hitlergruß. Ein politisches Statement im öffentlichen Raum, das in dieser Form sonst eher in Hinterzimmern praktiziert wird. Schönen guten Tag, hallo. Ich wollte mal fragen, warum Sie den Hitlergruß gezeigt haben. Du Arschloch. Warum haben Sie den Hitlergruß gezeigt bei der Demo? Verpiss dich, du. Aber Sie haben ihn ja eben jetzt auch gezeigt. Warum zeigen Sie den Hitlergruß? Was ist denn du jetzt? Warum zeigen Sie den Hitlergruß? Lass mich schon in Folge und weiter. Die Stadt Chemnitz hat bereits seit Jahren eine aktive rechtsextreme Szene, die immer wieder ihren Machtanspruch formuliert. Vor Jahren versuchten Rechte aus dem Stadtteil Sonnenberg einen sogenannten Nazi-Kiez zu machen. Politisch Andersdenkende wurden systematisch bedroht und angegriffen. Seit über 20 Jahren betreibt Uwe Czuballa das jüdische Restaurant Shalom. Regelmäßig wird er bedroht. Telefonterror, Beschimpfungen, Angriffe auf den Laden. Eine schockierende Dokumentation des Hasses. Das ist einer der Schweineköpfe, die ich mal vor dem Restaurant gefunden habe. Hier ist nicht nur der Schweinekopf das perfide, sondern das mit dem Schriftzug Jude drauf. Das unterstreicht eben nochmal, was man damit ausdrücken will. Ja, und dann hin und wieder bekommt man etliches an Post. Da ist hier zum Beispiel ein Adler mit Hakenkreuz, also da braucht man nicht lange philosophieren, aus welcher Richtung das kommt. Und bis zu personalisierter Post, in der dann halt steht: Wir finden dich, du scheiß Jude, sieg heil, verpiss dich in dein Land zurück, du scheiß Jude. Ja, bewegt einen schon. Also ich will jetzt nicht sagen, dass einen jeder Brief jetzt besonders mitnimmt, aber in dieser Kürze prägnant und mit so viel Müll geballt ist das dann schon manchmal erschreckend. 2018 folgt dann der vorläufige Höhepunkt der Gewalt. Während der rechten Ausschreitungen ziehen Neonazis randalierend durch die Stadt, bis sie plötzlich vor Czuballas Restaurant stehen. So, dann bin ich hier raus. Die Tür ging hinter mir zu und in dem Moment, wie sich meine Augen an die Lichtverhältnisse gewöhnt haben, weil draußen war es dunkel, drinnen hell, standen hier etliche Leute vor mir, dunkel gekleidet. Und in dem Moment knallte es um mich rum. Wie sich herausstellte, waren das dann also Steine, eine Eisenstange, Bretter, Flaschen lagen hier. Ein Stein, wie sich herausstellte, hatte mich hier an der rechten Schulter getroffen. Und dieses Erlebnis, dass nicht nur jetzt das Restaurant mal attackiert wurde, sondern eben auch ich als Person, die davor stand, das war für mich so komplett neu und überraschend und hat mich auch zu dem Zeitpunkt ein Stück weit überfordert.